Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hallo, willkommen zurück im Online-Retreat zum Rat des Lebens. And we're reaching session 5. Wir sind bei der Session 5 angelangt. The name of this session is The Best Time to Trigger Karmas. Der Name dieser Session ist die beste Zeit, Samen aufgehen zu lassen. And the picture you see here is somebody talking to a person who's on their deathbed. Das Bild, das du hier siehst, ist jemand, der mit einer Person spricht, die auf ihrem Sterbebett liegt. And this session we're going to follow the Tibetan text pretty closely. In dieser Session werden wir dem tibetischen Text ziemlich genau folgen. And if I say something that's kind of intriguing or interesting to me especially, Wenn ich etwas sage, das für mich besonders faszinierend oder then I'm going interessant to ist, stop dann werde ich and we're going to anhalten go deeper. und wir werden tiefer gehen. I know it's slower. Ich weiß, es ist langsamer. I know some of you don't want to learn the ancient language, Ich weiß, dass manche von euch die antike Sprache nicht lernen wollen, and I don't care. aber das So interessiert I'm mich going to nicht. do it my way. Ich werde es auf meine Art so und here we Weise go. machen. Okay, los geht's. Sun Tepe Tuni. Sön Depe Tünni. I'm going to make my cursor bigger. Hang on one second. Ich werde meinen Zeiger größer machen. Warte eine Sekunde. All right. Sun Tepe Tuni Sön Depe Tünni means, well, at what point in the death process do our karmas get activated? Das bedeutet, zu welchem Zeitpunkt im Todesprozess werden unsere Samen aktiviert. Chikar means at the moment of death. Chika bedeutet im Augenblick des Todes. Rangki temba am shenki trend chukpa kangrugigone. It means it doesn't matter whether you remember to think about something Das bedeutet, es ist egal, ob du dich daran erinnerst, über etwas nachzudenken or your friend or your relative is standing there next to you as you die. oder ob dein Freund oder dein Verwandter neben dir steht, während du stirbst. And they trend chukpa means they remind you. You say, don't forget to have Und good. Chende Chupa bedeutet, sie erinnern dich, sie sagen, vergiss nicht, dass du gute Samen hast. And it could be tepa tang ningje means maybe they remind you, try to have faith towards your teacher. Und es könnte sein, Depa Dang Ningje bedeutet, vielleicht erinnern sie Or dich try to have daran, compassion. versuche Vertrauen in deinen Lehrer zu haben. Oder So those versuche are an example Mitgefühl of Gewa. für Gewa Menschen means zu a haben. good seed at the moment of death. Das ist ein Beispiel von Gewa. Gewa bedeutet ein guter Same im Augenblick des Todes. But it could be Dirchak or Kontro. Aber es könnte auch Döchak oder Kondo sein. It could be desire, strong desire, or strong anger, Es könnte starkes Verlangen oder starke Wut sein. which is migeweche. It means to die with bad seeds. Das ist Migewechö. Es bedeutet mit schlechten Samen sterben. Kangrung means doesn't matter whether we're talking about good seeds when you die or bad seeds when you die. Kangrung bedeutet, es ist egal, ob wir über gute Samen oder über schlechte Samen reden, wenn wir But we're sterben. talking about Dushe Rakba Jungwe Pardu, which means still your mind is in this world. Aber wir reden über Dushe Rakpa Chungwe Bardu. Das bedeutet, dein Geist ist immer noch in You're dieser still Welt. seeing the general same world. Du siehst immer noch die allgemeine gleiche Welt. It's still your relatives standing around you. Immer noch stehen deine Verwandten um dich herum. It's still the hospital room where they put you when you got sick. Es ist immer noch das Krankenhauszimmer, in das sie dich gelegt haben, als du Semla krank geworden Chapayan means bist. your mind is operating on this level of normal reality. Semla Chapayan bedeutet, dein Geist arbeitet auf dieser Ebene der normalen Now Realität. let's go back to the text. Lass uns jetzt zum Text zurückkehren. Dushe Rakpa Gagne, Döshe Rakpa when that Gagne. rough awareness stops Wenn das grobe Bewusstsein aufhört and you move into Chisem Tramo means a very subtle
awareness of death. It's a primitive awareness that you've had for many, many, many billions of lifetimes. Und du dich in Richtung Jisem Jamo bewegst, was sehr subtiles Bewusstsein über den Tod bedeutet. That primitive, almost animal state of mind Dieser primitive, fast tierische Geisteszustand is Lungmaten. ist Lungmaten means Lungmaten. karmically neutral. Lungmaten bedeutet karmisch neutral. It's as if you were drugged, deeply drugged or something. Es ist, als ob du unter Drogen gesetzt wurdest oder ähnliches. Ge kayan chami nu. You can't even frame the thought. You can't even think about good karma or bad karma. Geging mir Kangyang Chemi Nyu, du kannst nicht mal den Gedanken einrahmen. Du kannst nicht einmal über Your gutes oder mental schlechtes state Karma is just like very nachdenken. drunk or something. Dein Geisteszustand ist wie total betrunken sein oder so ähnlich. Tena, therefore, Dena, deswegen, chi kame semla tepa sok chungna. If at that moment, just as your mind is about to switch to the more primitive state of mind, wenn in diesem Moment gerade, wenn dein Geist in den primitiven Geisteszustand wechselt, if you can activate a good seed, wenn du einen guten Samen aktivieren kannst, that's the moment that you should try. das ist der Moment, in dem du es versuchen solltest. So you and your loved ones, Also du und deine Lieben, you should try at that moment. du solltest es in diesem Moment versuchen. Just as you're losing awareness of this world. Genau dann, wenn du das Bewusstsein für diese Welt verlierst. Neche means it's extremely important Neche bedeutet, es ist extrem wichtig, to try to go out. We say go out of the picture with a pure state, virtuous state of mind. zu versuchen rauszugehen. Wir sagen, geh mit einem reinen, tugendhaften Geisteszustand aus dem Bild raus. Then Pabonka Rinpoche, who's the author here, the speaker, Pabonka Rinpoche, der hier der Autor und Sprecher ist, who was one of my teacher's teachers, der einer der Lehrer meines Lehrers war, when my teacher was a young man, als mein Lehrer noch ein junger Mann war, he addresses a frequently asked question. er spricht über eine häufig gestellte Frage. Gyundu gewa cheken ki chopa shik yinkyang. Now you may be a Dharma person, Nun, du könntest ein Dharma-Mensch sein, and the Tibetan is literally Dharma person, chopa. und das Tibetisch ist wortwörtlich Dharma-Mensch. Chöpa. Cho means Dharma, Chö and chopa is bedeutet an Dharma unusual word, but it und means Chöpa person who likes to do Dharma. ist ein ungewöhnliches Wort, aber es bedeutet Mensch, der es mag, das Dharma zu praktizieren. So Gyundu gewa cheken, you can be a person their whole life was a pretty good person. Du kannst eine Person sein, die während des gesamten Lebens ein ziemlich guter Mensch And you war. were a shik, chopa shik, you were a Dharma person Du warst ein Shik Chöpa Chik, ein Dharma-Mensch, for $20. für $20. What's the word kyang? Was bedeutet das Wort Kyang? Dang. He's correct again. Wow, er hat wieder recht. If you get rich, you have to spread it to all the online Wenn du stuff. reich wirst, Okay, musst du es an alle even Online-Studenten weitergeben. Okay, You sogar may dann, be maybe you were a pretty good person your whole life. wenn du vielleicht warst du ein ziemlich guter Mensch Kyang. in deinem ganzen Leben. Kyang. But Aber chikar, at the Chikar. moment of that death, when you lose this world consciousness, im Augenblick des Todes, wenn du dieses Weltbewusstsein verlierst, kongcho tabo ke, if you suddenly get an emotion of anger at somebody, Kongcho Tabot Ke, wenn du plötzlich ein Gefühl von Wut auf jemanden bekommst, Shisam migewala sutap, that karma will be triggered. dann wird genau dieser Same aufgehen. And remember, Vasubandhu said, Und erinnere dich, Vasubandhu sagt, yeah, closer to death. And I think he's talking about this moment. ja, näher zum Tod. Und ich Sometimes denke, I er taught it redet to people genau like über in the diesen last week Augenblick. or the last 2 weeks. Manchmal habe ich es den Menschen gelehrt, so wie in den letzten Wochen oder in den But this letzten one 2 seems to Wochen. be
in that crucial few minutes when you are losing awareness of this world and you're going into that like primitive state of mind. Aber dieses scheint in den wenigen entscheidenden Minuten zu sein, in denen du das Bewusstsein für diese Welt verlierst und in diesen primitiven Geisteszustand gerätst. So here's the bad news. Hier ist nun die schlechte Nachricht. Mundo Miguelamin, the bad karma will ripen first. Das schlechte Karma wird That zuerst new bad reifen. karma. Das neue schlechte Karma. Ngensong du zhong, you will go to one of the 3 lower births. Du wirst zu einer der 3 niederen Geburten gehen. Animal, Tier, spirit, Geist. hungry spirit, Hungergeist or hell realms. oder Höllenwesen. And then here's the good news. Und hier ist die gute Nachricht. Yun du dikpa chicken laang, but if you're the kind of person who spent their whole life doing bad things, Aber wenn du die Art von Person bist, die ihr ganzes Leben Hey, schlechte Ring Dinge Day. getan hat, Day ring day means the same pattern applies to you, luckily. dasselbe Muster gilt für dich glücklicherweise. So if you've been a not very good person your whole life, Also wenn du während deines gesamten Lebens keine gute Person but gewesen in the bist, last minutes of your life, aber in den letzten Minuten deines Lebens, you take refuge in the 3 jewels. du weißt, du nimmst Zuflucht in die 3 You think Juwelen of some holy being. oder du denkst an ein heiliges Wesen. And there's a great Christian custom Und da gibt es einen großartigen christlichen Brauch, that the priest will try to be there as you die. dass der Priester versuchen wird, bei deinem Tod dabei And zu they will sein. like whisper in your ear, imagine all your bad deeds are clean. Und sie werden in dein Ohr flüstern, stell dir vor, dass all deine schlechten Samen bereinigt sind. And in Buddhism, we would also say, Im Buddhismus würden wir auch sagen, if your last thoughts are pure and you regret your bad deeds, wenn deine letzten Gedanken rein sind und du deine schlechten Handlungen bereust, then that last karma would take priority over a whole life of not very good karma. dann wird dieses letzte Karma Vorrang haben gegenüber einem ganzen Leben mit nicht sehr gutem Karma. So let's try to die well, okay? Lasst uns also versuchen, gut zu sterben, okay? And I think that would involve training your family to help you at that moment. Und ich denke, dass das bedeutet, dass du deine Familie unterrichten musst, damit sie dir in dem Augenblick helfen können. De kapsu dendo da ngendo kando dowa sogni. Now, at that moment, as your consciousness shifts, In diesem Augenblick, wenn sich dein Bewusstsein verschiebt, if we're standing there watching you, wenn wir dort stehen und dir is zuschauen there any würden, like indication that you're gonna go to a good place or a bad place? gibt es irgendeinen Hinweis dafür, ob du an einen guten oder einen schlechten Ort gehst? And this is kind of subtle. Das ist irgendwie subtil. Then door drona tremene ya ninga duadang. If you're gonna go to a good place, Wenn du an einen guten Ort gehst, the warmth of your body wird sich die Wärme deines Körpers withdraws from the feet to the heart. von den Füßen zum Herzen zurückziehen. So that person's feet get cold first. Das heißt, die Füße dieser Person werden zuerst kalt, Then their lower leg. dann ihre Unterschenkel, Then their thigh. dann Then their ihre abdomen. Oberschenkel, dann ihr Bauch. And then the warmth dissipates at the heart. Und dann wird sich die Wärme im Herzen zerstreuen. Now, if you're going to go to a bad place, Nun, wenn du an einen schlechten Ort gehst, ngen dor dona dele dopa sok. And the opposite would be the case if you're going to a bad place. das Gegenteil wird der Fall sein, wenn du zu einem schlechten Ort gehst. So some people would say that the warmth retreats, the cold comes in this way. Manche Menschen würden sagen, dass sich die Wärme zurückzieht. Die Kälte kommt auf diese Weise So herein. there's different options of the warmth coming in and the warmth coming out. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie die Wärme herein oder herauskommen kann. Nature chechung song la tak pe she. You can also get an indication.
Du kannst auch einen Hinweis bekommen, of where the person's going to go wo die Person hingehen wird, by how much nature ki dungel do they have. abhängig davon, wie viel sie Necheketungyal And this hat. is a very, this is an idiom in the ancient language. Das ist eine Redewendung in den Dungel is antiken easy, that Sprachen. means Düngyal ist einfach, suffering. es bedeutet Leiden. Nature means the crucial points in your body are getting cut. Es bedeutet, die entscheidenden Punkte in deinem Körper werden durchtrennt. And there's Sanskrit is called Marma Cheda. Und im Sanskrit wird es So Marma, you know, it's a Cheda crucial genannt. point. Also Mama, weißt du, ist ein entscheidender Punkt. For example, there's an artery right here Zum Beispiel, es gibt eine Arterie genau hier. with a small cut. Mit einem kleinen Schnitt You can kill a person, kannst du eine Person umbringen. and nobody can fix you. Und niemand kann dich retten. Then that's called Marma, Das wird Marma genannt. crucial point. Entscheidender Punkt. Literally means death point, and the Sanskrit mar means like murder or mortuary. Wörtlich bedeutet es Todespunkt und Ma, das Sanskrit Ma, bedeutet Mörder oder Cheda means cut Leichenschauhaus. like in Vajrachedika for $0. Und Cheda bedeutet schneiden, wie in Ja, to cut. Vajrachedika. Für $0, So ja, when those schneiden. crucial like chakra points get cut, Und wenn diese entscheidenden Chakra-Punkte durchtrennt werden, when the life dies in those crucial places, wenn das Leben an diesen entscheidenden Stellen stirbt, there's a special sharp pains. dann gibt es spezielle stechende Schmerzen. And they say it's worse than any pain you can have in your whole life. Und sie sagen, dass es schlimmer ist als jeglicher Schmerz, den du in deinem gesamten Leben So haben if kannst. the person is dying and they're like screaming really loud, Wenn diese Person stirbt und richtig laut schreit, it means nature ki dungan. Those crucial points are being bedeutet cut. das, dass diese entscheidenden Punkte durchtrennt werden And they are going down. und sie werden untergehen. Okay, then he explains the word nature, which we Okay, did dann already. erklärt er das Wort Nature, welches wir schon gemacht haben. Okay. Gashik chikane chunang sharte. Some people, when they die, they start to have hallucination. Manche Menschen fangen an, Halluzinationen zu haben, wenn sie sterben. Sharwa here means they have the impression. Shava bedeutet hier, dass sie den Eindruck haben, And this is a strange expression that blocks of Chinese tea are being stacked on their chest. und das ist ein eigenartiger Ausdruck, dass Kisten chinesischer Tee auf ihren Brustkorb aufgestapelt werden. Then they feel very heavy, crushing. Sie fühlen sich sehr schwer an, als ob sie ihren Or some Brustkorb big guy zerdrücken. is shoving down on their chest. Oder irgendein großer Kerl drückt auf die Brust. Then Pabon Rinpoche gives a few real examples that maybe he saw this, I don't know. Paponka Rinpoche gibt einige reale Beispiele, dass vielleicht hat er diese gesehen, ich weiß es nicht. Ngar Lhasar Shungse Changze Nangsen. Before, there was in the city of Lhasa, Früher gab es in der Stadt there Lhasa was a government official. einen Regierungsbeamten. Shung here means federal government. Shung bedeutet hier Bundesregierung. Then they use a very unusual Tibetan word called Nangsen. Dann verwenden sie ein sehr ungewöhnliches tibetisches Wort namens Nangsen. Yeah, it means eat inside. Das bedeutet iss drinnen. Yeah, and it means of a low government official who didn't get a salary. Es bedeutet ein niedriger Regierungsbeamter, der keinen Lohn They bekommen just hat. get food. Sie bekommen nur Nahrung. Okay, that's all. Okay, das ist alles. Or a person who's a servant or a slave in those days, they don't get a salary, they just feed them. Oder eine Person, die damals ein Diener oder ein Sklave war. Sie bekommen keinen Lohn, sie werden nur gefüttert. Then Chakua, he stole some tea. Chakur.
er hat etwas Tee gestohlen. Chika jagam mambo nen ongwe chunang nyamba chungte. Then as he died, he had this hallucination that there were boxes of Chinese tea stacked on his chest. Als er starb, hat er diese Halluzination, dass Kisten von chinesischem Tee auf seinem Brustkorb gestapelt waren. Then he had these terrible hallucinations. Dann hat er diese schrecklichen Halluzinationen. Shiva Siktul means our Lama described in his teaching how he had witnessed that himself. Shiva Sikchu bedeutet, unser Lama beschreibt in seiner Lehrrede, wie er das selbst beobachtet hat. Zangne Bumbo Shik, and then there was an official from Zhang, which is the state north of Lhasa. Und dann gab es einen Beamten aus Zhang, welches das Bundesland nördlich von Lhasa war. Chikar means as he was dying. Chika bedeutet, während er starb. He yelled out, "Oh, there's many strong men crushing my chest." Er schrie, viele starke Männer zerdrücken meine Brust. And he died, which really means his consciousness shifted levels. Und er starb, was wirklich bedeutet, sein Bewusstsein hat sich um Ebenen With verändert. great jikdak means terror. Mit großem Jik-Tak, das So Terror jik means bedeutet. fear. Also Jik bedeutet Angst. We have a good dear friend called Jigme, Wir haben eine liebe, gute Freundin, die Jigme heißt. and that means fearless. Und das bedeutet furchtlos. The Sanskrit is Und das Sanskrit ist Abhaya, Abhaya. and that was the name of Naropa. Und das war der Name von Naropa, His original name. Okay. sein ursprünglicher Name. Okay, Gewa Chepang. Now, if Okay. you're a person who did some good karmas, Wenn du nun eine Person bist, die etwas gutes Karma angesammelt hat, even if you're a Tangbo, means a beggar. selbst wenn du ein Tangbo bist, was Bettler And here's bedeutet, another idiom that has sen meaning to eat in it, lam sen. und hier ist eine andere Redewendung, die San bedeutet, was Essen So bedeutet, guess what's a Lansen. lam sen without looking at my Also notes? rate mal, was eine Lansen ist, ohne auf meine Notizen zu schauen. Lam. Lamm. Lamrim. Yeah, he Lam eats Rim? on the road, means he's poor. Ja, Ja. er ist auf der Straße. Das bedeutet, dass er arm ist. Like he's sitting on the side of the road, he asks for, you have an extra piece of pizza? Als säße er am Straßenrand und fragt, ob du ein zusätzliches Stück Pizza And then he hast. just sit there on the side in the dirt and eat the piece of pizza. Und dann sitzt er nur da im Dreck und isst das Stück Pizza. So forget it. He's not a big government official. Also vergiss es, er ist kein wichtiger Regierungsbeamter. He's just sitting there. Gook means he's waiting. Duh means sitting on the side of the road, hoping someone will give him some piece of pizza or Er something. sitzt nur da, guck, bedeutet warten und dö bedeutet am Straßenrand zu sitzen, in der He Hoffnung, was dass nyewana, jemand ihm and then ein he Stück was- Pizza oder ähnliches gibt. He was close to dying. He started to die. Und dann war er dem Tode nahe. Er begann zu sterben. Kang Sangdang Ukapanawachuandang. He saw palaces and beautiful white light, and he saw some kind of paradises. Er sah Paläste und wunderschönes weißes Licht und er sah irgendeine Art von Paradies. So if you have good karma seeds, Also wenn du gute karmische Samen hast, you will also get some just before the mind shifts levels. unmittelbar bevor der Geist die Ebenen verändert, You will have some extraordinarily beautiful visions. wirst du einige außergewöhnlich schöne Visionen haben. And Chisang is like a district in Tibet. Das ist ein Raum in Tibetisch. Mani Mambo Tembe Gemo. There was an old lady, Es war einmal eine alte but Frau she used to do a lot of Om Mani Padme Hums with a good heart. und sie rezitierte viele Om Mani Padme Hums mit einem guten Herzen. Chikar, when she died, Chika, als sie starb, she had many beautiful visions. hatte sie viele schöne Visionen. The Tsul here means our Lama described those to us. Das Zul hier bedeutet, unser Lama hat uns diese beschrieben. And then he ends this segment
Und dann endet er diesen Abschnitt. De tabi tak nam machi kone ngondro tar joyen. When you get these kind of visions, Wenn du diese Art Visionen bekommst, it's not actually the moment of death. es ist eigentlich nicht der Augenblick des Todes. They are kind of like preliminaries. Es sind eine Art Vorbereitungen. Yeah, so it's not like you have that vision and you go there immediately or something like that. Ja, es ist also nicht so, dass du diese Vision hast und sofort It's dorthin while gehst your oder sowas mind is Ähnliches. still in this world, Solange dein Geist noch in dieser Welt ist, you will have those visions. wirst du diese Visionen haben. But then the mind shifts to that very, like almost animal state of mind. Aber dann verlagert sich dein Geist auf diesen fast tierischen Geisteszustand. So to summarize the point of this section, and don't forget the picture of a person talking to someone dying. Also um den Sinn dieses Abschnitts zusammenzufassen und vergiss dabei nicht das Bild einer Person, die zu einem Sterbenden spricht. You know, a lot of people ask lamas, including my lama, Du weißt, viele Menschen fragen Lamas, auch meinen Lama, after someone dies, and what can I do to help them? nachdem jemand gestorben ist, was kann ich tun, um ihnen zu helfen? But what they're saying here is a very good time to help someone. Was sie hier sagen, es ist eine wirklich gute Zeit, jemandem zu helfen, Is before their awareness of this world collapses. bevor ihr Bewusstsein für diese Welt kollabiert. Talk to them about the good things they've done in their life. Ist reden mit ihnen über die guten Dinge, die sie in ihrem Leben gemacht haben. Maybe they did many bad things in their life. Vielleicht haben sie viele schlechte Dinge in ihrem Leben gemacht. This is not the time to talk about them. Das ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden. This is the time to say something encouraging. Das ist die Zeit, ihnen etwas Ermutigendes zu sagen. And any little thing you know that they did a good thing, Und jedes noch so kleine Ding, das sie gut gemacht haben. praise them Lobe sie and say, "Oh, you should be so happy." You know, und sag, oh, du solltest so you glücklich remember sein. you did that good. Erinnerst du dich, dass du diese gute That Tat was gemacht amazing. hast? You know. Das ist So, großartig. what this section is talking about, Also, worum es in diesem Abschnitt if you geht, want to help other people, wenn du anderen Menschen helfen then willst, remind them dann erinnere sie, while they're still aware of this world während sie sich dieser Welt noch bewusst sind, about the good things they did. an die guten Taten, die sie gemacht haben. Then there are descriptions in some traditions about Poa. Es gibt Beschreibungen in einigen Traditionen über Poa, And these are special methods to use after you lose this world's awareness. und das sind spezielle Methoden, die verwendet werden, wenn du dieses Weltbewusstsein verloren hast. When the awareness drops down to almost animal level, Wenn das Bewusstsein fast zum tierischen Niveau sinkt. you have a standard set of hallucinations. Wirst du gewöhnliche Halluzinationen haben. And they are connected to the dissolution of the elements in your body. Und sie sind mit der Auflösung der Elemente in deinem Körper verbunden. Sachu Melung. Sachu Melung, Yeah, so as the earth element collapses in your physical body, wenn das Erdelement in deinem physischen Körper kollabiert, your primitive mind has a perception of earthquakes or landslides. hat dein primitiver Geist eine Wahrnehmung von einem Erdbeben oder einem Erdrutsch. And then as the water element dissolves, Wenn das Wasserelement sich auflöst, you have this perception of floods. You're carried away under flood, you're drowning. hast du die Wahrnehmung von Überschwemmungen. Du wirst in der Flut mitgerissen Then und as the fire ertrinkst. element dissolves, Und dann, wenn das Feuerelement sich auflöst, you have this hallucination of a desert and fire. hast du diese Halluzination von einer Wüste und einem Feuer. And then Lung, as the wind element starts to Und dann Lung, conclude. wenn das Windelement anfängt sich zu schließen. First, there's like a tornado or tempest. Gibt es zuerst einen Wirbelsturm
But then oder you ein see Gewitter. like a still candle flame. Aber dann siehst du etwas wie ein sehr ruhiges Kerzenlicht. And it's steady, it's not moving at all. Und es ist stabil, es bewegt sich überhaupt nicht. So those are standard hallucinations that everybody has as they die. Das sind also Standard-Halluzinationen, die jeder hat, während er stirbt. And we described them in a previous Lamrim section. Und wir haben sie in einem vorherigen Lamrim-Abschnitt beschrieben. And if you're interested in them, Wenn du dich für sie Tim is gonna put interessierst, up a web address. wird Tim eine Webadresse einblenden. If you have some extra time during your online retreat, Wenn du etwas extra Zeit während des Online-Retreats hast, then you can go listen to those descriptions. dann kannst du dir diese Beschreibungen anhören. For a person who has practiced many, many, many years, Für eine Person, die schon viele, viele Jahre praktiziert hat, how to die. wie man stirbt, There is a few moments space da gibt es wenige Momente Raum in that insanity in diesem Wahnsinn, where you could see wo emptiness. du die Leerheit sehen kannst. But I would say the chances of that are like 1 in a million. Aber ich würde sagen, die Chancen dafür stehen bei 1 zu 1 Million. So the recommendation of my teachers, Der Rat meines Lehrers ist, don't wait till you're in the middle of these intense hallucinations where the whole world is collapsing. warte nicht, bis du inmitten dieser intensiven Halluzinationen bist, wo die ganze Welt kollabiert. Don't wait till then to try to see emptiness, Warte nicht bis dahin, um zu versuchen, Leerheit zu because the sehen. odds are like 1,000,000 to 1 against you. Denn die Chancen stehen etwa 1 zu 1 gegen It's dich. better Es ist besser, sitting at home, zu Hause zu sitzen watching a pleasant online retreat und ein angenehmes Online-Retreat anzuschauen, with a comfortable couch auf einem bequemen Sofa and a nice incense, und schönem Räucherwerk, nice quiet meditation room. einen schönen, ruhigen Meditationsraum. Then try to see emptiness. Versuch so die Leerheit zu sehen. Okay, we'll see you in the next segment. Okay, wir werden uns beim Yeah, nächsten thank you for Abschnitt being with wiedersehen. Und danke, dass ihr dabei seid. And thank you, Stanley, for chatting. Und danke, Stanley, für die Übersetzung.